Liebe DJ-Freunde, einen Menschen zu verlieren, ist immer mit Trauer und Verlust verbunden. Und wenn dieser Mensch einer größeren Masse etwas Besonderes geschenkt hat, wie zum Beispiel seine Musik, dann wird seine Lücke oft besonders sichtbar. In meinen DJ-Kursen und Workshops sprechen wir häufig über vergangene Stars, die schon lange von uns gegangen sind. Und einige dieser DJs, die in den letzten Jahren gestorben sind, aber deren Musik für uns immer weiterleben wird, die möchte ich dir in diesem Video einmal kurz vorstellen. Viel Spaß! Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass wir in den letzten Jahren leider auch einige großartige DJs verloren haben. Ja, es ist traurig zu sehen, wie diese talentierten Künstler viel zu früh von uns gegangen sind. Deshalb möchte ich heute in diesem Video ihre Erinnerungen ein wenig feiern und ihre Beiträge zur Musikindustrie einfach würdigen. Dabei kann man sicher nie alle erfassen, aber an einige möchten wir in diesem Beitrag erinnern. Warum versterben denn DJs häufig in jungen Jahren? Es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum DJs oft in jungen Jahren sterben. Einer der Hauptgründe ist oft leider der intensive Lebensstil, den viele DJs pflegen, insbesondere während langer Tourneen. Der ständige Druck, in Clubs und auf Festivals aufzutreten und die Massen zu begeistern, das kann zu einem hohen Maß an Stress und Erschöpfung führen. Einige DJs setzen auch auf Partydrogen und Alkohol, um ihren Auftritt eine zusätzliche Energie zu verleihen oder um mit diesem ständigen Jetlag umzugehen. Dies kann zu körperlichen und mentalen Problemen führen und das Risiko von Drogenmissbrauch und Sucht deutlich erhöhen. Zudem kann auch ein ungesunder Lebensstil, der aus langen Nächten, wenig Schlaf und unregelmäßiger Ernährung besteht, zu gesundheitlichen Problemen führen. All diese Faktoren können dazu beitragen, dass DJs ein höheres Risiko haben, in jungen Jahren zu sterben. Einer der bekanntesten dabei ist wohl Avicii. Ja, Avicii ist sicherlich der prominenteste Fall der letzten Jahre. Er war einer der bekanntesten DJs und Musikproduzenten unserer Zeit. Er wurde im Jahr 1989 in Stockholm, Schweden, geboren und erlangte schnell internationale Bekanntheit durch seine Hits wie Levels, Wake Me Up oder auch zum Beispiel Hey Brother. Seine Musik wurde von vielen Menschen auf der ganzen Welt geliebt und auch geschätzt. Trotz seines Erfolges und Ruhms kämpfte Avicii jedoch mit verschiedenen persönlichen und auch gesundheitlichen Problemen. Er hatte unter anderem Schwierigkeiten mit Alkohol und Stress und wurde schließlich wegen Überarbeitung und Erschöpfung hospitalisiert. Tragischerweise verstarb Avicii im April 2018. Er wurde von vielen Fans und Kollegen als Pionier und wichtiger Einfluss in der elektronischen Tanzmusikszene betrachtet. Ein weiterer bekannter Name ist Erick Morillo. Erick Morillo war ein international bekannter DJ und Produzent, der vor allem in den 1990er Jahren zum Star der House-Musikszene aufstieg. Er wurde im Jahr 1971 in New York geboren und begann seine Karriere als DJ in den Clubs von Miami. Später gründete er sein eigenes Plattenlabel, Subliminal Records, und produzierte zahlreiche Hits, wie unter anderem auch I Like to Move It und Live Your Life. Trotz seines Erfolges hatte Morillo auch mit persönlichen Problemen zu kämpfen, insbesondere mit Alkohol- und Drogenmissbrauch. Im September 2020 wurde er tot in seinem Haus in Miami Beach aufgefunden. Auch ein sehr bekannter DJ, der mittlerweile schon von uns gegangen ist DJ Shock. Bürgerlicher Name Thorsten Sieg. Er war ein erfolgreicher deutscher DJ und Produzent, der vor allem in der Trance-Szene bekannt war. Er wurde im Jahr 1976 in Mönchengladbach geboren und produzierte in den 2000er Jahren zahlreiche erfolgreiche Tracks, wie unter anderem Another World, Running Water
und auch Tell Me Why. DJ Shock war bekannt für seinen melodischen und emotionalen Stil und seine Live-Auftritte waren stets energiegeladen und sehr, sehr beeindruckend. Die Szene-Ikone starb 2022 im Alter von gerade mal 46 Jahren. Die Todesursache ist bis heute ungeklärt. Ein weiterer bekannter Name ist DJ Guru Josh. Bürgerlicher Name Paul Walden, also Paul Walden. Er war ein britischer DJ und Musikproduzent, der in den 1990er Jahren große Erfolge in der Dance- und House-Music-Szene feierte. Er wurde im Jahr 1964 in Jersey, Großbritannien, geboren und wurde bekannt durch seinen Songs Infinity, der 1990 weltweit zum Hit wurde und bis heute schon zigmal gecovert wurde. DJ Guru Josh war bekannt für seine innovativen und auch seine experimentellen Stile und wurde von vielen als einer der Pioniere der Techno- und House-Music-Szene angesehen. Im Dezember 2015 wurde er tot in seinem Haus in London aufgefunden. Der Tod von DJ Guru Josh war ein großer Verlust für die Musikindustrie und seine Fans auf der ganzen Welt trauerten um ihn. Ja, es gibt noch viele weitere DJs und Musiker, die mittlerweile schon von uns gegangen sind, wo ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail reingehen möchte. Deswegen nenne ich euch jetzt gerne einfach nochmal ein paar Namen, die euch bestimmt bekannt sind. Vielleicht sind auch ein paar Unbekannte dabei. Das sind aber alles DJs und auch Musiker, die mittlerweile schon von uns gegangen sind. Da gehört unter anderem dazu Robert Miles oder auch der Don oder Maxi Jazz, der von Faceless, DJ Mighty Mouse, DJ Altered State, DJ Mike Kaufmann, DJ Wolke, ein sympathischer, kleiner, mobiler DJ, DJ K. Slay, DJ Joshua Gray oder auch DJ Mimi sind alles DJs und Musiker, die leider schon von uns gegangen sind. Ja, liebe Freunde, bitte passt auf euch auf. Das hier waren natürlich nur einige Beispiele von DJs und auch Musikern, die in den letzten Jahren verstorben sind. Und hinter jedem Einzelnen steckt ein trauriges Einzelschicksal. Und doch lassen sich leider einige Muster erkennen. Daher achtet auf euch, auf euren Geist und auf euren Körper. Hinterfragt regelmäßig euren Lebensstil und euren Umgang, gerade mit diesen speziellen Arbeitszeiten als DJs und die Anforderungen, die wir jedes Wochenende erfüllen müssen. Tauscht euch gerne regelmäßig mit Kollegen aus, um aufkommende Probleme bei euch oder bei ihnen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegensteuern zu können. Ich mache das regelmäßig und nehme mir Performance Days, um wirklich an mir und meiner Regeneration zu arbeiten. Ich tracke aktiv meinen Schlaf, damit er niemals wirklich in einen roten Bereich kommen kann, was als DJ übrigens nicht immer leicht ist. Ja, und wenn dir meine YouTube-Videos, wie zum Beispiel dieses hier oder auch meine anderen, gut gefallen und du sie als sehr hilfreich empfindest, dann empfehle ich dir auch meine DJ-Kurse. Zu denen kannst du dir ganz einfach Zugang holen und dich online einloggen. Überall und jederzeit. Entweder vom PC aus oder auch vom Smartphone aus und damit kinderleicht das DJing erlernen. Starte zum Beispiel mit meinem kostenlosen Einsteigerkurs. Arbeite, wenn du möchtest, gerne meinen fortgeschrittenen Kurs durch oder steige direkt in den Profikurs mit ein. Wähle einfach dein Level. Schau dafür mal unter dieses Video mit runter. Ich bin mir sicher, du wirst einige tolle Kurse für dich finden und du wirst sie lieben. Also, pass auf dich auf. Bleib gesund, achte vor allem auf dich und dein Wohlbefinden und deine Gesundheit, denn seien wir mal ehrlich, Musik ist geil, aber gesund zu sein ist noch viel, viel geiler. Bis dann, mach's gut, der Mike.